Hallo, hier ist Dan vom Pomade Shop. Ich hoffe, euch geht's gut und willkommen zu einem neuen Review und zwar von der Baloit Haarbürste. Bis gleich. Hallo, mein Name ist Dan und dieses kleine sympathische Ding hier ist eine Plastikhaarbürste mit dem mysteriös klingenden Namen Baloit mit einer eigenen Patentnummer und dem Text hier Brosse Massage. Hat natürlich Französisch gelesen, heißt Brosse Massage, also Massagebürste. Und einigen aufmerksamen Zuschauern ist es nicht entgangen, dass ich in meinen Videos sehr gerne diese Haarbürste verwende und hatten sich gefragt, warum macht der Stan das? Was ist das Besondere daran? Was ist die Geschichte von der Baloit Haarbürste? Und das beantworte ich natürlich sehr gerne und fange mal bei der Geschichte an. Die fängt nämlich bereits 1915 in der Schweiz an, als das junge Ehepaar Wegenstein in dem Örtchen Terwil in Bundesland oder im Kanton Basel-Landschaft eine kleine Kammmanufaktur übernimmt und ihr den wichtig und international klingenden Namen Basler Celluloid-Warenfabrik AG gibt. Die ersten Produkte des Unternehmens noch während des Ersten Weltkriegs sind Haarschmuck für Damen und die sind wahnsinnig erfolgreich, weil sie werden von Hand hergestellt damals und sie wirklich ganz fein, wunderbar verziert, weil Frau Wegenstein auch die Designs gemacht hat. Doch bereits in den 20er Jahren wird es schwierig für das Unternehmen, weil die Frisuren der Damen kürzer werden, der berühmte Bubikopf und somit auch der Haarschmuck nicht mehr attraktiv und nicht mehr beliebt ist. Das Unternehmen gibt da trotzdem nicht auf und fokussiert sich dann auf Kämme und auf Haarbürsten. Und die Kämme, die werden mit einem goldenen Schriftzug verziert, auf den steht der Firmenname. Aber nicht dieser komplizierte Name, sondern abgekürzt Baloit für Basel und Celluloid. Und diese Baloit Haarbürste ist dann natürlich auch geboren. 1924 kommt sie nach Deutschland, 1927 nach Amerika, in den 50er Jahren sogar nach Kanada. Und es wird wirklich ein erfolgreiches Produkt, auch zusammen natürlich mit anderen Produkten und Kämmen dieses wunderbaren Unternehmens. Doch 1988 wird das Geschäft für Kämme und für Haarbürsten aufgegeben. Es wird verkauft, weil die Fachkräfte in der Schweiz in Rente gegangen sind, weil der Produktionsstandort in der Schweiz einfach sich nicht mehr rentiert, weil sehr viel günstigere Konkurrenz auf den Markt kommt. Aber es gibt da trotzdem zwei gute Nachrichten. Die eine ist, das Unternehmen und die Nachkommen der Familie Wegenstein, die gibt es immer noch. Und das Unternehmen wurde umfirmiert in den Namen Terloid AG. Und die zweite gute Nachricht ist, dass die Baloit Haarbürste immer noch hergestellt wird, und zwar nicht in China, sondern in Deutschland von der Ringkamm. Und dafür bin ich wirklich wahnsinnig dankbar, weil es ist ein ganz wunderbares Produkt. Es gibt natürlich in der Zwischenzeit bereits andere Haarbürsten ähnlichen Stils. Wir hatten zum Beispiel mal eine, das war eine Einfinger-Haarbürste, die war unglaublich sympathisch. Die war oval und da war eine Schlaufe innen drin in dieser Plastik ausgeschnitten und das konnte man ein bisschen anheben mit einem Finger rein und sich dann eben durch die Haare fahren. Das war super. Die Borsten waren nur ein bisschen kürzer als hier und es gibt aber auch andere Designs, jene mit Kreis oder mit einer Schlaufe. Ich bin bei dem hier hängen geblieben. Es ist zwar ein bisschen unpraktischer jetzt zum Mitnehmen in die Tasche mit diesem Stift hier. Da nehme ich natürlich lieber einen Kamm. Aber es ist ein so praktisches Produkt, dass ich das inzwischen zu Hause, ich glaube, in 5-facher Ausführung habe und im Büro und auch in meiner Tasche und meine ganze Familie verwendet es inzwischen. Aber gut, das erste Produkt übrigens war nicht das hier, sondern das war dieses hier, diese Baloit Haarbürste. Der Unterschied ist nicht nur die Farbe, sondern auch die Herstellung. Hier waren nämlich die Borsten viel, viel fester, viel stabiler, viel dicker. Das ist zwar gut, aber gleichzeitig sind die unglaublich schnell abgebrochen. Das war wirklich schade. Und so kam man in den 50er Jahren, bin ich hier mit diesem Design, mit den viel weicheren Borsten, die auf den ersten Blick oder aufs erste Kammgefühl oder Kämmgefühl jetzt ein bisschen weicher, flexibel zu sein scheinen, sind sie aber nicht. Das sind ganz wunderbare Effekte, die hier dann zustande kommen. Die Haarbürste wurde zuerst verwendet von Friseuren und zwar um ihren Klientinnen, die eine Haarkur oder ein Schaumpoon, das Shampoo, wie es früher genannt wurde, besser
in die Haare und in die Kopfhaut einmassieren zu können. Der Nebeneffekt war, dass die Borsten die Kopfhaut ganz toll durchblutet, massiert haben und somit auch das Haarwachstum angeregt haben. Und das ist einer der Gründe, warum ich die Baloid Haarbürste so gerne verwende, weil sie unglaublich angenehm die Kopfhaut massiert und das ist eine richtige Wohltat. Aber nicht nur das. Ich verwende sie aus folgendem Grund, weil die Borsten durch die verschiedenen Haarschichten ganz toll durchdringen, zumindest bei mir, bis zur Kopfhaut. Und diese flache Form hier, die presst gleichzeitig die Haare ganz toll zum Kopf hin und formt sie ganz wunderbar. Aber jetzt zeige ich mal den Effekt von der Haarbürste. Will ich mal hier durcheinander wirbeln. So, und dann brauche ich die zweite Hand dann nicht mehr. Ich nehme sie trotzdem sehr gerne, um da noch ein bisschen nachzuhelfen. Aber im Grunde brauche ich sie nicht mehr. So, das war eigentlich meine kleine kurze Geschichte zur Baloid Haarbürste. Mich würde es interessieren, was ihr verwendet, ob ihr das Produkt bereits kennt oder ob ihr jetzt nur in Anführungsstrichen Kämme verwendet, ob ihr das Produkt schon mal ausprobiert habt und vielleicht hat es ja der Großvater von dem einen oder anderen auch mal hergenommen, weil das Ding ist ja inzwischen 100 Jahre alt und funktioniert immer noch, begeistert immer noch. Wenn ihr die Möglichkeit habt, holt euch diese Baloid Haarbürste und ansonsten freue ich mich bis zum nächsten Mal. Ich bin euer Stan. Macht's gut.